Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Heute beginne ich den dritten Teil meines Projektes Bau einer Kleintiervoliere, einer Vogelvoliere. Das Haus habe ich im ersten Teil gebaut und das Fachwerk im zweiten. Heute sind die Gitter dran, die Schleusentore und viele Kleinarbeiten. Dabei nehme ich euch wieder mit. Viel Spaß, bleibt dran, gleich geht's los. Das Fachwerk habe ich bereits vor einer Woche gebaut und im Laufe der letzten Woche zweimal angestrichen. Idealerweise wird der Anstrich vor dem Einbau des Holzes gemacht. In meinem Fall war das leider nicht möglich, so dass ich an einigen Stellen mühsam das Ganze noch nachstreichen muss. Hier an der Seite werde ich heute die beiden Schleusentüren montieren. Die Türen selber gibt es noch gar nicht, die werde ich erst selber bauen und dann eine Tür hier und eine Tür hier einbauen. Zeitgleich werde ich damit beginnen, an diesen Außenbereichen das Gitter, den Volierendraht einzubauen. Denn die Tiere sollen ja im Gitter bleiben, in der Voliere und nicht ausbüchsen. Beim Volierendraht ist die Auswahl relativ überschaubar. Ich habe mich für ein Modell entschieden mit einer Maschenbreite von 12,7 mm, also 1,2 cm sind diese Abstände hier in diesen Gittern. Das Ganze ist quadratisch aufgebaut, in der Länge 1 Meter bzw. 1,2 Meter. Das Ganze passt wunderbar in mein Fachwerk hinein, da ich die Abstände zwischen den beiden Sparren bzw. Balken jeweils auf 1 Meter gesetzt habe. Zur Befestigung habe ich mir Krampen besorgt, mit denen ich das Gitter in das Holz einschlagen werde. Das Gitter als auch die Krampen sind jeweils verzinkt, so dass ich mit Rost keine Probleme bekomme. Ich werde zunächst versuchen, das Gitter erstmal anzutackern, damit ich erstmal eine Ausrichtung machen kann und dann mit dem Hammer diese Krampen einschlagen. Für die Tür habe ich mir Folgendes überlegt. Ich werde die Tür einfach aus den Restern der Hölzer bauen, habe mir hierfür verschiedene Winkel besorgt, um die Hölzer zueinander zu bekommen und die Befestigung dann am Scharnier, das wird an der Wand festgemacht, das wird an der Tür festgemacht und dann habe ich praktisch dieses Stück, was eingehangen wird und hier über das Gewinde eingeschraubt wird. Das ist an der Tür, das an der Wand und dann kann ich die Tür öffnen. Jeweils 3 Stück, das ist mehr als genug für diese kleine, leichte Tür. Ansonsten, wie gehabt, das Werkzeug, was ich heute brauche. Ich werde zunächst eine weitere Stegplatte hier oben anbringen, denn mein Kind hat den Wunsch geäußert, das Dach doch noch eine Breite nach vorne zu ziehen. Diese Stegplatten haben eine Tiefe bzw. Breite von 70 cm. So komme ich dann auf 1,40 Meter insgesamt. Der Bereich, der hier offen bleibt für das Gras und so weiter, sollte immer noch ausreichend sein. Tja, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich das vielleicht auch anders geplant. Aber in dem Falle muss ich eben improvisieren.
Nach gut 3 Tagen habe ich die Gage, dieses Gitter, am Fachwerk angebracht. Diese Gage ist mit Klammernägeln hineingenagelt worden. Ich habe mich zwischendurch doch für kleinere Nägel entschieden, denn die ursprüngliche Größe war einfach zu viel. Das hat nicht wirklich funktioniert. Der Schleusenbereich ist ebenfalls fast fertiggestellt, zumindest die innere Tür. Auf diese Weise kann der Käfig betreten werden. Die Tür fällt immer wieder zurück. Diesen Bereich habe ich noch nicht geschlossen, denn hier soll später die Erde eingebracht werden. Ihr seht, den Boden habe ich ebenfalls ausgelegt mit dem restlichen Gitter. Dieses Gitter ist hier an der Kante herumgezogen, nach oben umgeschlagen und am Balken von innen angenagelt worden. Die Bauherrin hat bereits die Tiere freigelassen. Irgendwo hier schwirren die Hamster und Häsen, Hasen herum. Da hinten ist ein Meerschwein. Ein Blick an die Decke. An den Übergängen habe ich Holzleisten, die ich noch über hatte, angebracht. Das sah meiner Meinung nach einfach ein bisschen schöner aus. Ich werde nun noch die Erde einbringen, die das Niveau von der Kante nach unten hin auf die Borde einebnen soll. Dann wird hier der Rasen angesät, dass der schon mal wachsen kann, eine Wasserstelle angelegt und dann kommt der Innenausbau. Gut 2 Monate sind vergangen, seit ich den Rasen gesät habe. Und wie ihr seht, hier passiert nur sehr, sehr wenig. Das wenige Grün, das überhaupt aufgeht, wird ruckzuck von den Tieren weggefressen. Zum Beispiel von ihm hier. Ansonsten muss ich sagen, ich bin doch recht enttäuscht von dieser speziellen Mischung, von dieser Kleintiermischung und habe nun nachgesät mit meinem Premium-Rasen. Der wächst wenigstens an. Die Tiere mögen ihn genauso. Ich denke, das ist nichts Falsches. Wie ihr sehen könnt, sind die Vögel bereits eingezogen und fühlen sich wohl. Wir haben verschiedene Sitzgelegenheiten gebaut mit dem großen Tau, welches sich durch die ganze Voliere zieht, als auch verschiedenen Stöcken, die mit Gittern entsprechend festgemacht worden sind. Neben den Wellensittichen haben wir auch ihn hier. Sag guten Tag. Das Innenleben des Tierhauses ist ebenfalls winterfertig eingerichtet. Wir haben für die Vögel einen eigenen Platz hier und eine freudige Nachricht an dieser Stelle. Hier drinnen kommt bereits der Nachwuchs. Nach einem knappen Monat hat einer der Vögel bereits das erste Ei gelegt. Auch unten ist einiges an Leben eingezogen. Wie ihr sehen könnt, neben den Hasen flitzen hier unten irgendwo noch die beiden Meerschweine herum. Das Ganze hier drinnen ist noch nicht fertig ausgebaut. Das wird noch weiter gemacht. Doch das zeige ich euch in einem anderen Video, wenn ich hier drinnen fertig bin. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen, Tipps, schreibt sie mir unter das Video in die Kommentare. Ich freue mich über ein Like, wenn euch mein Video gefallen hat und verbleibe an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Ciao!